Hi, willkommen bei Work in Progress 9. Heute geht's um meinen Online-Shop und diverse Stiftplotter-Sachen. Und ich habe gerade erfahren, dass mein Beetlespot und die Käfer in der Seeds 3 abgedruckt wurden. Link dazu gibt's unter dem Video. Und jetzt viel Spaß! Letztes Mal hatte ich ganz viel davon erzählt, dass ich momentan Sachen nähe, die ich später verkaufen möchte, aus einem bedruckten Stoff, der aus diesem Overflower-Generator von mir rausfällt praktisch. Und damit bin ich jetzt fertig. Ich habe Kissen genäht, Taschen, Federmäppchen und einen Turnbeutel. Die kann man jetzt kaufen und ich habe ziemlich viel Zeit damit verbracht, einen Webshop aufzusetzen. Und ich dachte, es gibt da mittlerweile bessere Systeme. Und einerseits gibt es momentan offensichtlich Bezahlsysteme, wo man relativ viel im Monat zahlt. Oder man nimmt eine Plattform, die für den Verkauf ist und drückt dann relativ viel Geld ab. Oder man gibt sich mit eher so mäßiger Software zufrieden. Oder halt Software, die eigentlich nicht für einen Shop gedacht ist. Und das ist alles doof. Deswegen hat das relativ lange gedauert, mich für was zu entscheiden und dann da den Shop zu bauen. Am Schluss ist es jetzt eben dann doch WordPress mit WooCommerce geworden. Und da konfiguriert man sich halt zu Tode. Aber ich muss halt wenigstens nichts an irgendeine andere Firma zahlen. Und das Ganze gibt es jetzt auf layer8.design. Und ich musste natürlich auch noch Produktfotos machen. Das ist auch nicht so einfach, wie es aussieht und wie ich dachte tatsächlich. Und für die Produktfotos habe ich mir dann auch Hilfe von meinem Freund geholt, der sehr gut fotografieren kann. Und wir mussten erstmal unser ganzes Wohnzimmer umbauen, um ein passendes Setting zu kriegen, damit wir da richtig gute Fotos machen können. Ja, und WooCommerce ist es dann zum Schluss halt endlich auch geworden, weil ich bestimmte Features auf diesem Shop haben wollte, wo ich zum Beispiel eigene Lieferoptionen setzen kann, was ganz viele fertige Shop-Systeme halt nicht unterstützen. Deswegen, wenn euch das interessiert, schaut gerne rein, kauft gerne was, wenn euch das gefällt. Viele Sachen sind schon weggegangen, die Kissen sind zum Beispiel schon ausverkauft. Ansonsten bin ich momentan dabei, meinen Stiftplotter wieder fit zu machen. Da ist mir ja an der Kulturnacht im September der Servo kaputt gegangen und dahin habe ich jetzt ausgetauscht. Und ich möchte doch so ein paar Sachen auf Vordermann bringen. Einerseits zum Beispiel das Netzteil, was ich habe, ist halt eigentlich noch der Original US-Netzstecker. Das ist halt nervig, weil ich immer mit Adaptern hantieren muss. Deswegen habe ich mir jetzt noch eine EU-Variante gekauft, die hat aber Plus- und Minuspole versehentlich vertauscht, deswegen muss ich jetzt den Stecker noch umlöten. Und es sind gerade solche Kleinigkeiten, mit denen ich mich beschäftige. Außerdem war ich auf der Suche nach mehr oder neuen Stiften für den Stiftplotter. Momentan benutze ich Isographen, heißen die. Das sind Stifte, die eigentlich aus dem technischen Zeichnen kommen und vorne eine Metallspitze haben. Und hinten haben die einen kleinen Tank, da kann man selber Tusche einfüllen nach Belieben. Die Alternative dazu sind Rapidographen, das ist man könnte sagen, der Vorgänger. Und momentan gibt es einfach beide auf dem Markt. Der funktioniert von der Spitze genauso, ist also auch eine Metallspitze, an der die Tusche innen entlang läuft, hat dann allerdings eine Patrone. Die kann man natürlich auch selber nachfüllen, das ist aber eher frickelig, meiner Meinung nach. Deswegen mag ich die Isographen eigentlich lieber. Aber ich habe für sehr wenig Geld einen ganzen alten Satz Rappis bei den Kleinanzeigen gefunden und gekauft. Und die muss ich jetzt erstmal reinigen. Man möchte ja auch nichts kaputt machen, es sind ja doch etwas empfindliche Stifte, deswegen versucht man die, soweit es geht, zu zerlegen und legt die dann relativ lange in Wasser und spült die praktisch immer wieder einmal, zweimal am Tag durch und lässt sie wieder ein paar Stunden einweichen, damit sich irgendwie nach und nach die Tusche anlöst. Es hat mit den Stiften und den Spitzen vorne sehr gut funktioniert. Die habe ich alle wieder sauber bekommen. Ich hatte noch die Hoffnung, dass ich die alten leeren Patronen, die dabei waren, auch noch so sauber kriege, dass man die mit bunter Tusche nachfüllen kann, was nicht so wirklich funktioniert hat. Also diese Patronen, die haben auch so einen Stopper drin. Wenn ihr aus der Schule die Tintenpatronen noch kennt, die haben vorne so ein Kügelchen, das am Anfang die Tinte aufhält. Und die Kugel verbleibt ja dann auch in der Patrone. Und bei den Rappi-Patronen ist es auch so, nur dass dieser Stopper noch größer und so eine ganze Scheibe ist praktisch. Und das macht es halt super schwierig, die Patronen ordentlich auszuspülen. Und die Tusche ist halt in meinem Fall maximal vertrocknet drin gewesen. Das habe ich jetzt aufgegeben. Also ich hoffe mal, wenn ich
Also entweder ich kaufe mir halt direkt farbige Patronen, kann ich natürlich auch machen, oder wenn die schwarzen Patronen, die ich momentan habe, halt leer sind, dass man sie dann direkt ausspült, geht vermutlich besser, solange die Tusche halt noch feucht ist. Ich glaube, dann kriegt man die ganz gut sauber. Wenn ich jemanden empfehlen würde, einen von den beiden Stiften zu kaufen, würde ich tatsächlich zu den Isographen raten, weil es vom Preis eigentlich keinen Unterschied macht und die sich besser zerlegen und reinigen lassen und man die eben selber einfach nachfüllen kann. Also ich meine, außer man möchte unbedingt Patronen benutzen, aber ich sehe da eigentlich wenig Sinn darin, wenn man die auch sehr angenehm sauber mit so einem ganzen Tuschetank auffüllen kann. Dann habe ich ein bisschen damit experimentiert und habe einmal auf schwarzem Karton geplottet mit weißer Tinte. Die deckt nicht ganz so gut wie schwarze Tusche auf weißem Papier natürlich, aber für meinen Geschmack gut genug. Und der Plan ist da, so ein paar Postkarten mit dem Circuit Generator, den ich gemacht habe, zu beplotten. Und außerdem, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, ich hatte mir diese Mavica-Kamera gekauft, die auf Disketten schreiben kann. War eben der Plan, am 35C3-Kongress damit Leute zu fotografieren und ihnen dann die Diskette in die Hand zu drücken mit dem Foto. Und da sollten eben auch noch so selbst geplottete Label drauf. Das habe ich jetzt auch mal ausprobiert, ob das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Und es geht auch sehr gut. Ja, wenn man das also zusammenfassen möchte, stecke ich momentan hauptsächlich in den 35C3-Vorbereitungen. Sonst gibt es gar nicht so viel Spannendes Neues. Ich glaube aber, das nächste Work in Progress wird dann besonders spannend, wenn es dann auch ein paar Eindrücke vom Kongress zu sehen gibt. Und da kann ich vermutlich dann sehr viel erzählen. Ja, entsprechend war es das schon von mir. Ich hoffe, ihr hattet auch 2 schöne Wochen. Wir sehen uns dann und zum Schluss als Bonus gibt es jetzt praktisch noch das kleine Promo-Video zu meiner Mavica-Diskettenaktion. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!